Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur 16. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Ja, neue Woche, neues Glück, diesmal ohne Sturm und Unwetter, dafür mit vielleicht etwas Regen. Aber unabhängig davon, wie geht's dir, Jens? Wie war deine Woche? Servus. Ja, servus. Moin zusammen erstmal. Ja, meine Woche ist richtig lustig. Also wir haben ja ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, mit dem Tröppeln, ganz ungewöhnlich. Die sagen immer Sonne an und am nächsten Tag hast du Sonne und dann nachmittags plötzlich tröppelt es ein bisschen, donnert, aber nur ein paar graue Wolken und das ist weg. Wir wollten uns ja schon auch am Sonntag treffen, weil da war ja in Palma die große Wasserschlacht. Ja, aber hier kam der Bus nicht und irgendwann nach über einer Stunde hatte ich keinen Bock mehr rüberzufahren, weil dann war es eh schon losgegangen, denke ich mal. Ja, Wasserschlacht ins Wasser gefallen. genau. Dann wollten wir uns ja am Montag treffen, um einen Podcast weiter aufzunehmen, noch ein paar bisschen weiter zu arbeiten. Ja, dann war den ganzen Nachmittag Gewitter, obwohl Sonne angesagt war. Ja, dann irgendwann eine halbe Stunde bevor das Gewitter da war, wurde Regen angesagt. Heute war es eigentlich auch schönes Wetter. Und ja, du sitzt hier, schönes Wetter und plötzlich fängt es an zu tröppeln und zu donnern. Ja, ich bin mit Sonnenbrille und auch wieder Scooter hierher Ja, gefahren. es war Und auch Regen angezeigt und dann hat es hier schon geregnet, guckst du auf die App, oh, wurde gerade geändert. war Sonne angezeigt. Ja, So, und und dann ja, genau, ja, wie Viertelstunde gestern. später geändert worden. Ja, das Wetter ist gerade ein bisschen Mischmasch. Bin ich eigentlich auch gar nicht gewöhnt zu der Jahreszeit. Es gibt zwar ab und zu mal ein Sommergewitter, aber es wird einmal regnen und dann ist vorbei. Die Wasserschlacht war ja auch schon eigentlich eine Woche vorher angesetzt, ne? Und da Genau, ist das sie haben ja sie wirklich ins Wasser wegen gefallen, dem also nicht Unwetter nur für letzte Woche uns. gesagt, Genau. ja. Ist wirklich ein bisschen untypisch, weil normalerweise findet die halt immer am ersten Wochenende im September statt. Aber bevor wir da jetzt auch so viel drüber erzählen, Genau. nehmen wir euch da nächstes Jahr damit. Ja, immer über das Wetter reden ist auch langweilig. Ja, nee, also hier ist es jetzt gerade richtig lustig, weil es sind die Kölschen Wochen. Man Ja. hörte es, ja. Ja, da wird es wieder richtig lustig. Da ist das ältere Publikum da, so in meinem Alter oder ein bisschen älter. Sag mal so Ü30, Ü35. Die laufen ja jetzt schon, ne? Ja, genau. Das ist also, ich glaube, diese Woche sind die, glaub ich, die richtige Kölsche Woche. Aber mittlerweile wird schon eine Woche vorher gefeiert und eine Woche danach. Das ist halt hier halt gang und gäbe, dass dann, wenn die Hauptsaison rum ist oder die Sommerferien rum sind, dass dann, ich glaube, damit haben irgendwann mal Kölner angefangen, dass sie dann immer im deutschen Eck getroffen haben und also in der Bierstraße getroffen haben und dort gefeiert, weil die Sommerferien rum sind. Dann haben sie hier ihre Ruhe von den ganzen Sauftouristen, Partytouristen oder wie auch immer man das nennt. Und dann schön ihre Schunkelmusik hören können. Da werden ja auch die Preise eigentlich günstiger oder wurden früher günstiger, weil die Hauptsaison war ja damals zu der Zeit dann schon vorbei. So ist es, glaube ich, entstanden. Auf jeden Fall ist es lustig. Da läufst du rum und alle sind lustig drauf und nett und ja, war jetzt halt die ganze Zeit dieser Partyschlager und Ballermann-Musik hier, was man kennt aus Bierkönig und Megapark. Und jetzt kommt so ein bisschen, Ja, die ja, Höhner zum Beispiel, die ja ja, auch jeder kennt, waren im Bierkönig, habe ich ja, mitgekriegt zum genau. Beispiel. Also Ne? jetzt kommt eher so die Schunkelmusik, die gesellige Musik, Karnevalsmusik und ein bisschen rockiger, ja, die ältere, die Musik, mit der ich groß geworden bin. Also meine Eltern gehört haben und ich halt dann in meiner Jugend, ja, und 25 plus. Also auf jeden Fall, ja, ich weiß, was du auch sagen willst. Es ist auf jeden Fall dann noch durchgemischter vom Alter her und ja, der Altersdurchschnitt hebt sich auch speziell für die Kölner Wochen ein bisschen, würde ich auch dir ja, auf es jeden wird Fall geselliger zustimmen. und ruhiger vor allem. Also nicht mehr so laut und die Leute haben schon ihre Hörner abgestoßen, weißt du? Die wissen, wie weit sie gehen können. Man sieht jetzt auch nicht mehr die Besoffenen rumliegen, sondern zivilisiert. Sag mal, es geht zivilisiert. Es wird auch noch gefeiert und natürlich getrunken, aber man kennt sich, was sind die Kegelclubs und sowas sind dann auch wieder da, die Jungs mit ihrem Stammtisch oder sowas. Ja, so ein Und jährliches die, Treff dann. Ne? genau, und die nehmen sich dann natürlich gegenseitig mit und man kennt sich ja noch seit Jahren, weil die kommen ja, das ist ja jetzt auch die Generation, die hier schon seit 10, 15 Jahren herkommen. Die kennen hier jeden im Prinzip, gehen in ihre Stammkneipe, hey,
Karl-Heinz, wie geht's dir? Bababab. Und ja, das ist jetzt ist wieder die Familie, die da zusammentrifft. Weil das heißt immer, Mallorca, wir sind eine große Familie. Und bei der Hauptsaison, da ist es einfach der Massentourismus, der Überhand genommen hat, wo man halt nicht rumläuft und kennt jeden Zweiten. Jetzt ist es eigentlich eher so, ja, man läuft durch die Gegend. Also ich komme keine 200 Meter weit, ohne dass es heißt, ach, keine 100 Meter weit. Ohne, hey, wie geht's dir? Wir sind wieder da. Mein Handy ist ständig am Piepsen. Wo bist du? Wir sind wieder auf der Insel. Ja, cool. Ja, jetzt ist die schöne Zeit, also finde ich jetzt. Ist noch ein bisschen heiß, aber Schwül vor allem, ja, oder? schwül ist Ja. drückend. Ja, weil es gestern auch geregnet hat. Ja, aber ein paar Wochen und dann ist es, da hoffe ich mal angenehmer, nicht mehr so warm, nicht mehr so kalt. Jetzt sind wir schon wieder aufs Wetter gekommen. Da kommen wir Ja, immer Mann. drauf. Es spielt Ja. halt auch eine große Rolle. Ich sag mal, wenn es jetzt auch ja, eine Woche, 2 hier durchregnen würde, dann wäre auch die Kölner Woche oder die Kölner Wochen ins Wasser Ja, gefallen. klar. Ne? Dann Aber ich wer hier denke, Totentanz und gerade die Gastronomen freuen sich jetzt noch, dass das ist, weil jetzt gibt es nochmal Einnahmen, bevor die Winterzeit kommt und wenig los ist. Also ich freue mich jetzt auch, in ein paar Wochen wird dann auch Oktoberfest sein. Also wenn die kölschen Wochen dann geht's schon rum sind, wieder dann mit wird Fasching es direkt, los. dann wird's direkt übergehen ins Oktoberfest. Nee, dann kommt dann die Weihnachtszeit. Ja, und dann hat man eigentlich ein bisschen Ruhe, ja, bis Fasching anfängt. aber ist ja nicht auch schon, deswegen habe ich es gesagt, im November was auch wieder von den Kölnern gestartet wurde. Ich glaube sogar ein kleiner Umzug oder so, die auch wirklich hier auf der Insel am 11.11. meines ja. Wissens schon wieder Karneval auch hier einläuten. Ja, es gibt auch hier einen deutschen Karnevalsverein von Mallorca. Und die feiern hier auch, also machen hier auch ihre Umzüge immer mit. Also hier gibt es ja auch einen Karnevalsumzug und alles, der immer gemacht wird. Von Spanien aus, da sind die dabei. Und haben auch immer ihre Treffen. Ja, bevor ich auch wieder zu weit vorgreife mit all dem, was noch kommt. Aber da kann ich zumindest mal von vor ein paar Jahren auch noch ein schönes Foto, wenn sich dieses Jahr nicht ergibt, mal liefern und einfach ja, posten, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie so ein Karnevalsumzug direkt mit Blick aufs Meer am Strand aussieht. Und auch diese Woche geht es natürlich auch weiter mit Uwes Rückblick. Und dann würde ich dich einfach bitten, mal dort loszulegen. Ja, schönen guten Tag, Hörer und Hörerinnen beim Podcast. Hier ist wieder Uwe, das Straßenkind von Malle. Ne? Ja, wir sind jetzt im Jahre 2011, Anfang Januar. Und gut, da musste ich leider etwas Schlimmes erleben, weil sowas habe ich hier auf Mallorca noch nie erlebt. Weil auf einmal fing es so gegen 10 Uhr, das war so, weiß ich nicht, 8., 9. Januar an zu schneien. Da waren die Palmen richtig weiß und ja gut, haben die Busse gehalten und die Taxis und Palma war komplett stillgelegt. Ich kann es mir vorstellen. Ja, ja, und dann, ihr kennt ja die Japaner, die haben immer ihre Fotoapparate dabei, ne, das war witzig. Alle aus den Bussen rausgestiegen, ne. Ja gut, die waren natürlich am Lächeln, dass sie fotografieren durften, weiße Palmen, noch nie gesehen, ne. Naja gut, ich meine, ich hab mich da auch drauf, sagen wir mal, erfreut. Ja, und dann ist mir, sagen wir mal, ein Schicksalsschlag ja, ein bisschen nach hinten losgegangen, weil ich bin dort ausgerutscht, weil die Platten bzw. das Gestein war ziemlich glatt und da bin ich drauf ausgerutscht und habe mir das Fußgelenk gebrochen. Oh, und auch noch Gelenk und alles, ne? Ja, sicher, klar. Und dann erstmal ins Krankenhaus wahrscheinlich, oder? Ja, nein, das war ja ein bisschen komplizierter, weil ich meine, ich war ja froh, dass zu dem Zeitpunkt der Markus noch dort oben, wo wir früher geschlafen haben, an der Kathedrale bei dem ehemaligen Zeitungskiosk gesessen hat und der hatte die Nummer von den Rochochas. Das ist so wie in Deutschland das Rote Kreuz. Okay. So, dann haben wir das angerufen und dann sind die so, nach zwei Stunden sind die dann gekommen. Ja gut, ich hatte natürlich auch Schmerzen in dem Moment. Kann ich mir vorstellen. Ja, ne, das war richtig dramatisch. Na gut, das war ja für mich
erstmal das schlimmste Erlebnis auf Mallorca, ne? Aber gut, ich habe es überlebt, ne? So wie ihr hört, ne? Ich bin immer noch da. Ne? Naja. Und naja, dann sind die nach 2 Stunden gekommen, haben mich dann ins Sonnes Basis gefahren und da wurde ich dann, erstmal haben sie mich geröntgt und also, wie man das eben halt so macht im Krankenhaus. Ne? Und auch als Obdachloser, du wirst notversorgt. Und das musste sein, weil das so ein EU-Kodex ist. Ne? Und ja, und dann haben sie mir so ein, ja nicht wie ihr von Deutschland kennt, so ein G-Gips gekriegt, der zig Wochen hält und der nicht aufweicht. Es war eine andere Masse und dann nach 2 Stunden war das Ding da gegessen. Und naja, da war das eigentlich ziemlich fest. Im Krankenhaus. Also haben die dich auch quasi gar nicht aufgenommen, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Nein, nein, die haben mich nur geröntgt, haben festgestellt, ist gebrochen und dann haben sie das so ein bisschen gerichtet, also gipsmäßig, so wie man das auch so kennt von Deutschland. Und haben mir auch Schmerztabletten gegeben und ja gut, dann war die Sache gegessen. Dann haben die mich vom Roten Kreuz dann wieder nach Palma gefahren. Und ja gut, aber das war dort immer noch nass. Das Schlimmste war ja, der Schnee war dann fast schon weg, als ich vom Krankenhaus wiederkam. Und dann fing es an zu regnen. Ne? Naja, das war dann noch schlimmer. Ja, mit so einem Und Gips, ich hatte nur einen leichten Gips, ne? Kein G-Gips, so wie man das, wie gesagt, aus Deutschland kennt. Ja, und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, Mensch, du musst auch ein bisschen Geld verdienen, ne, um über die Runden zu kommen. Ja, und ich hatte ja Gott sei Dank, naja gut, meine Mütze habe ich ja immer dabei, ne? Aber die ganze Zeit rumzurennen und so, wie ich das vorher getan habe, das war nicht möglich. Dann habe ich eine Idee beschlossen, was ich eigentlich nie auch hinterher mehr gemacht habe. Ich bin kein Bechermensch, der sich da hinsetzt und mit dem Becher und so weiter. die sogenannten Sitzungen. Richtig, ja. Ne? Weil ich bin da kein Mensch für. Ich muss immer mit den Leuten kommunizieren, so wie mit euch jetzt auch. Ne? Naja, aber ich musste das notgedrungen machen. Habe dann anstatt einen Becher meine Mütze genommen und habe mich da hingesetzt am Plaza de España. Dahinter gibt es so eine Anlage. Das Park der Estaciones, ja, also richtig. den Park, ne? Ja. Davor habe ich mich dann gesetzt, vor dem Eingang. Ne? Und na gut, und da habe ich dann auch, naja, mehr oder weniger ein bisschen Kleingeld verdient, so dass ich über die Runden kam. Naja, dann musste ich wieder zu meinem Schlafplatz hin. Ne? Na gut, Gott sei Dank war das nicht so weit entfernt, weil das war ja oben bei Mercadona, da habe ich ja noch in einem Rondell genächtigt und das war ja nicht weit auseinander. Aber dann in der Nacht habe ich dann schon gemerkt, ja, dass dann der Gips so ein bisschen erweicht. Ne? Wegen Regen oder alleine schon von der Luftfeuchtigkeit zu der Zeit? Ja, das kam beides dazu. Ah, ja, Ne? Naja, ja. die Luftfeuchtigkeit ist immer hier auf Mallorca. Aber gut, das eine kam dann zum anderen. Na gut, ich habe das dann erstmal 3, 4 Tage habe ich das noch mitgemacht. Dann habe ich versucht, eine Plastiktüte da drüber also in eine Plastiktüte rein den Fuß und dann ein bisschen zugebunden. Ne? Dass ich da eine Krücke habe ich vom Krankenhaus auch bekommen, aber nur eine. Ne? Macht ja nichts. Weil, gut. Und naja, und dann habe ich das 3, 4 Tage nochmal durchgezogen mit dem Gips und dann mittlerweile hatte ich die Nummer auch schon von den Rauchhauers. Und dann habe ich da angerufen, ich sage, so kann das nicht gehen. Ich sage, könnt ihr mich nochmal ins Krankenhaus fahren? Und gut, haben sie dann gemacht. Also 3 Wochen hatte ich den Gips und wir mussten 4-mal ins Krankenhaus, um den Gips zu erneuern. Oha. Ja, ne, Hat es auch so viel geregnet in der Zeit jetzt wirklich? Ja, oder? es waren knapp 14 Tage. Ah, okay. Ja. Also das ist im Januar die Regenzeit. Ne? Ja, das ist gerade mit sowas natürlich echt dann ziemlich beschissen. Ja, ne? Weil, ja, klar, ein Gips soll fest sein Richtig. und
Ja, und wie lange hattest du insgesamt dann Spaß dran? Also nach 3 Wochen konntest du noch ohne Gips wieder gehen, habe ich richtig verstanden? Ja, ja, sicherlich. Ich habe dann langsam angefangen, ne? Und ich war froh, dass ich wieder, ja, nicht hundertprozentig zu Fuß war, aber sagen wir mal zu 80%. Und ich habe auch immer langsam gemacht. Und dann, naja, und weil ja mein Gebiet hauptsächlich auch die Kathedrale war, ne? Und dann habe ich, wo ich vorher so 10 Minuten für gebraucht habe, oben zur Kathedrale zu kommen, da habe ich dann eine halbe Stunde für gebraucht. Ne? Ich kann es mir vorstellen. Ja gut, und dann, weil da gibt es ja auch gewisse Buchten, wo ich dann auch die Leute anspreche oder angesprochen habe, wie auch immer. Und Wo man sich hinsetzen kann an der Kathedrale, meinst du? ja, ja, oben. Ah, ja, ja, genau, ne? ja. Schöne Das ist Aussicht oben, übrigens. Genau, richtig. Ne? Und ja, und da treffe ich einen Menschen, der sah adrett aus. Denke, na gut, dann sprichst du auch mal an. Ne? Naja, und naja, ich sag, hallo, sag ich, hier kommt Uwe, der Straßengeber Malle, ne? Naja. Und ja, ich lebe hier auf der Straße und ja, wie ich das eben halt so mache. Immer nett und freundlich, so wie man das immer so kennt. Naja, und dann haben wir miteinander kommuniziert und geredet. Du sagt er, wie lange bist du schon hier? Ich sage, ja, ich bin jetzt 2 Jahre hier. Ne? Also knapp 2 Jahre. Ne? Und naja, und ja, sagt er, komm her, sagt er, hier hast du 5 Euro. Ne? Aber ich würde mich ganz gern mal mit dir weiter unterhalten. Naja, und so ist dann, sagen wir mal, so ein Gespräch draus geworden. Und wir haben uns dann auch ja, über ein paar Tage, sagen wir mal, öfters getroffen. Und so haben wir den Kontakt dann, sagen wir mal, aufrechterhalten. Und ja, so hat man dann die Leute besser kennengelernt. Und das war auch ein deutscher Resident oder ein Langzeiturlauber? Nein, der hat auch sein Geld verdient auf der Straße. Ja, Was? war kurios, ja. Wusste ich aber vorher nicht. Und gut, der hat das Geld anders verdient und ich habe ihn ja gar nicht im Großen und Ganzen gefragt, wie. War mir auch in dem Moment egal. Ich war über die 5 Euro schon Sehr glücklich. froh, ja klar. Und auch, dass man da auch wieder mal einen anderen Mensch kennengelernt hat, dann auch des Weiteren oder öfters Kontakt hat. Ne? Und sich unterhalten kann, ne? Genau Ja, wie der richtig, Austausch sicher. ist ja auch, wie du schon gesagt hast, oftmals oder ihr Mehrwert oder zumindest genauso viel wert, ja, wie Ja, letztendlich auch das selbstverständlich, Geld. Klar. Ja, und dann, dann habe ich wieder versucht, durch ganz Weimar zu gehen, wie ich das immer so handhabe, ne, im Winter und als Reiseführer. Ne. Naja, und dann Step by Step, dann habe ich das fortgeführt, weil ich wollte ja, ich musste was essen und dann, rauchen tue ich auch, ne, ist ja ganz klar. Ne. Naja, und eine Cola oder ein Bierchen möchte man ja auch holen, ne, ist ganz logisch, ne, macht ja jeder. Naja, und dann habe ich das alles wieder hinbekommen. Dann hatte ich ja Ruhe mit dem Fuß, ne, und dann ging meine Sache ein bisschen weiter. Hattest du denn mal ganz kurz seitdem damit noch jetzt größere Probleme oder sagst du, das hat jetzt nicht so auch durch das Aufweichen vom Gips einen langfristigen Schaden genommen? Nein, ich hatte ja nach den 3 Wochen, also als ich das letzte Mal im Krankenhaus war mit dem Roten Kreuz, da haben sie dann nochmal Nachuntersuchung gemacht, ne, also geröntgt und alles, Ultraschall und so. Ne, und war alles in Ordnung, alles sehr gut zusammengewachsen. Also ich hatte dann hinterher keine Probleme mehr. Ne. Super, freut mich auch zu hören. Ja, nochmal auf den Olli zurückzukommen. Den hat ja dann Jens auch noch kennengelernt. Und ja, war ein netter Kerl und dann auch erst angefreundet. Und ja, war eine gute Sache. Ne? Ja, und dann ging es bei mir weiter. Ja, so 2,5 Monate weiter. Da waren wir ja schon fast wieder am Saisonanfang in Arenal. Und dann habe ich wieder die Sache in Arenal an der Playa fortgesetzt, so wie ich das vorher auch gemacht habe.
warst wieder fit, konntest dich bewegen und dort Richtig, ja, ja. auch normal teilnehmen, ja. Genau, richtig. Ja. Und ja, dann verlief der Sommer eigentlich auch wieder mit vielen Erlebnissen, so wie ich das immer teilweise zu berichten weiß. Ne? Ihr kennt mich ja mittlerweile auch schon. Ne? Und naja, und dann können wir uns ja in der nächsten Folge über einige Sachen noch Erlebnisse. freuen. Ne? Naja, Erlebnisse aus dem Jahr, lass mich, genau, 2011 dann, also 2011 sind wir ja, richtig, genau. ja. Das klar. hat ja nur schneereich angefangen, aber Ja, ja. ging zum Glück nicht mehr so weiter. Ja, nicht nur schneereich, sondern auch mit dem Fußbruch. Ne? Naja. Ja, also das kam ja unweigerlich miteinander umher, ne? Aber ich lasse mich nicht aus der Bahn bringen. Ne? Lässt sich nicht Absolut. unterkriegen, ich wollte gerade sagen, aber Ja. da oftmals die Sachen ja hier auch ein bisschen ja, locker erzählt werden. Ich meine, die Leute haben ja schon das passende Bild im Kopf und wissen ja, dass natürlich dann auch mit einem gebrochenen Fuß auf der Straße und wenn es in Anführungsstrichen nur 3 Wochen waren, ne, also da kann sich jeder reinversetzen. Das ist nochmal ein absoluter Horror obendrauf, weil du sagst, jetzt bin ich auch noch bewegungseingeschränkt, obwohl ich eigentlich mich ja bewegen kann. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall nochmal ein Dämpfer für die Zeit, sagen wir es mal so. Ja, aber ich habe es verdaut. Gut, muss man eben halt. Ich bin zwar immer lustig und geschmeidig, aber gut, das war dann doch ein bisschen hart für mich, gerade weil das im Januar war. Ne? Und naja gut, aber ich habe es hinbekommen und wollte euch das nur mal erzählen, weil das auch nicht jeder hinkriegt auf der Straße, ist nun mal so. Ne? Genau, es war auch definitiv interessant und zu den lustigen Geschichten an der Playa und im Sommer kommen wir dann ja beim nächsten Mal wieder. Ja, selbstverständlich. Ne? Ich bedanke mich erstmal bei dir, Niklas. Ne? Und natürlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast. Ne? Und der Uwe, das Straßenkind von Malle, will sich damit verabschieden. Ne? Und bis zur nächsten Folge. Danke euch. Dann sind wir auch wieder beim Rückblick von Jens angekommen und ich ja, mache auch gar keine großen Worte dieses Mal und würde dich einfach bitten, dort anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Ja, wir haben ja aufgehört mit dem supergeilen Fest am Parc des Mars. Ja, dann ist ja Ende Januar und ja, bekanntlich fängt dann hier der wirkliche Winter an mit Regenzeit und das haben wir dann auch gespürt. So das richtig eklige Wetter. Ja, Ne? das richtig eklige Wetter. Also es wird nicht wirklich kalt, man hat dann so noch seine 10, 15 Grad. Wenn die Sonne scheint, ist es richtig angenehm, wenn man in der Sonne ist. Im Schatten ist es buh. Ja, alles ist klamm, die Sachen werden nicht trocken, weil du immer die Luftfeuchtigkeit hast. Abends wird es dann auch mal um die 0 Grad rum und, oh, stimmt, das hätte ich fast vergessen. Schnee auf Mallorca. Das habe ich da in diesem Winter zum ersten Mal gesehen. Morgens die Tür aufgemacht, war es Ende Januar oder Anfang Februar? Morgens die Tür aufgemacht und alles zugeschneit. Bestimmt für 5, 6, 7 Zentimeter hohe Schneedecke, wie man es kennt aus Deutschland. In Palma, ne? In Palma drin. Das war 2011 gewesen. Krass, das Das ist echt so ein selten. Ereignis gibt es nur alle 50, 60 Jahre. Das war echt. Ich habe rausgefunden, ich bin auf Mallorca und hier liegt Schnee. Da hätte ich auch im Schwabeländle bleiben können. Nee, wir sind ja auch morgens los und es war echt verrückt, wie die Leute, die sind auf der Straße rumgelaufen, haben sich überall kleine Schneemänner gemacht und haben die mit nach Hause genommen und Schneeballschlachten überall in der ganzen Stadt. Hier war absolute Katastrophe. Weil auf Mallorca gab es, glaube ich, 2 oder 3 Räumfahrzeuge und die ganze Insel war zugeschneit. Ich habe natürlich, komme aus Deutschland, da ist es normal. Hier auf Mallorca, die waren so überrascht und überwältigt davon. Das war für die, ja, wie gesagt, das passiert nur alle 50, 60 Jahre. Und da lag dann auch wirklich so 2, 3 Tage. Das ist ja, also im Schatten, ja, im Plaza Klar, ein paar Olivier, Fleckchen, ja. da haben sie ihre Haufen gemacht. Da lag ein paar Tage lang der Schnee. Selbst hier an der Playa lag der Schnee. Gut, zu der Zeit war ich ja noch hier, wurde mir dann erzählt, dass der Strand auch zugeschneit war. Da ist gleich nachmittags geschmolzen. Aber in der Stadt lag länger der Schnee und
Das war für die gigantisch und ich habe mir gedacht, so eine Scheiße. Ja, zu der Zeit ging es noch mit den Seifenblasen machen, aber ja, dann wurde es dann wieder etwas wärmer. Das war ja nur ein paar Tage. Und dann war halt die Regenzeit und immer Wind und bei dem Wetter auch wenig Tourismus. Da hat sich mit den Seifenblasen nicht gelohnt. Ja, zum Skifahren kommt keiner nach Mallorca, ne? Ja, selbstverständlich kommen die nicht zum Skifahren hierher. Mallorca ist ja eher bekannt, dass es hier immer angenehmes Klima gibt. Aber ja, wie gesagt, das Frühjahr, sag mal, oder Ende vom Winter, das ist immer sehr verregnet und wechselhaft. Und ja, da musste man sich ja umorientieren. Und ich hatte das mit dem Metallsammeln schon ein bisschen gemacht. Aber mit dem kleinen Hund konnte ich nicht so viel laufen. Und da hatte Joschka, also den habe ich ja schon erwähnt, mit dem wir früher im Stadion gewohnt hatten, der hat mir gesagt, da gibt es noch einen tollen Trick, man kann einen Einkaufswagen schieben. Dann bin ich mit ihm zusammen hoch zum Oximax, war gerade erst neu eröffnet worden, nebendran der neue Lidl. Und dann hat er gesagt, komm mal mit. Dann habe ich mich mir hingestellt mit dem kleinen Hund und dann hat er mir gezeigt, wie das geht. Einkaufswagen schieben, ja. Wir waren höflich und nett, wie es sich gehört. Man hat schlechtes Wetter und hast so Nieselregen. Und dann ist er einfach, wenn du das siehst, da kommen Leute mit einem vollen Wagen, sind am anderen Ende vom Parkplatz. Haben wir es so gemacht, ist höflich hingegangen, hat gefragt, Entschuldigung, darf ich Ihren Einkaufswagen zurückschieben für Sie? Manche Leute sagen ja, manche nein. Und hat man einen Einkaufswagen zurückgeschoben, den Euro oder den Chip rausgenommen und hat ihn zurückgebracht. Also so habe ich das gelernt. Und dafür haben die Leute entweder gesagt, behalt den Euro. Oder manche haben dir halt nur 50 Cent gegeben oder ein bisschen Kleingeld. Aus Dankbarkeit, dass die bei dem Nieselwetter oder bei dem Regen nicht extra rumlaufen müssen. Ja, das hat er mir dann gezeigt an einem Tag. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine tolle Idee. Man hilft den Leuten ein bisschen und kann ein bisschen Geld damit verdienen. Und mit dem kleinen Hund kann ich ja nicht Ewigkeiten durch die Gegend laufen. Doofe Frage, funktioniert in Anführungsstrichen das dann nur bei Niesel, also bei Regenwetter oder? Nee, das funktioniert auch bei besserem Okay. Wetter. Also, weil die Spanier sind eigentlich geberfreundlich in der Hinsicht. Wenn man nett und höflich ist, das ist wie bei einem Auto einparken. Das hat der Joschka mir ja auch gezeigt, haben wir ja schon mal erwähnt. Hat der Uwe ja auch gemacht, also machen mehrere hier. Mache ich immer noch ab und zu mal als Spaß an der Freude. Wenn dann ein viel frequentierter Parkplatz ist an der Playa de Palma und da fährt ein Auto raus, dann stelle ich mich da ab und zu mal hin und winke das Auto rein. Oder hier in den Seitenstraßen, das ist ein leerer Parkplatz, ein Auto sieht da, die sind ja relativ klein, die Parkplätze hier. Und dann stelle ich mich einfach hin, wenn ich sehe, der ist am Einparken und winke ihn ein. Manche Leute sagen nur Danke, manche Leute geben ein bisschen Geld, manche Leute ignorieren dich einfach oder gucken dich dumm an. Aber Aber extra gar meistens, nicht an wahrscheinlich. man macht das aus Höflichkeit so mehr in die Richtung, gerade weil hier die schmalen, engen Parkplätze sind und wenig Parkraum ist. Dann winkt man kurz ein Auto rein und dann gibt es Geld dafür oder auch nicht. Also das wie ich damals erzählt hatte, wenn Menschen auf dem Paseo Martino standen, ich kannte mich aus in Palma und die standen da mit wenn Leute auf der Borne standen oder auf der Rampla standen mit ihrem Stadtplan in der Hand und es hießen Touristen, geht mir hin, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen, ich kenne mich hier aus. Und sagen, ja, wir suchen die Kathedrale. Dann sagst du, ja, dann müssen Sie davor, dort um die Ecke. Manche Leute geben dann aus Höflichkeit Geld, weil man ihnen geholfen hat. Andere Leute sagen nur Danke, gehen weg. Manche Leute sind so nett, warte kurz, gehen dann zum Bäcker gegenüber und bringen dir was zu essen. Ja, ich sage immer, eine Hand wäscht die andere und jeder ist frei, was zu geben und ich helfe gerne anderen Leuten. Jetzt bin ich schon wieder voll abgeschweift, gell? Wir wollten eigentlich mit dem Einkaufswagen, ja. Auf jeden Fall habe ich dann mit Tequila im Arm, also die lag meistens, die hat so eine Zipjacke, die lag dann meistens im Ärmel drin, das Köpfchen hat rausgeguckt. Dann bin ich dort rumgelaufen, habe die Einkaufswagen gerade nett gefragt und viele Leute haben gerade wegen dem schlechten Wetter, ich hatte noch einen Regenschirm dabei, dass wir nicht so nass werden und habe dann die Einkaufswegen hin und her gefahren und sie waren eigentlich dankbar. Also ich habe da so ein bisschen Geld verdient, dass mir wieder Runden kam. Ja, bis das dann irgendwelche Rumänen und Bulgaren, die unterhalb am Oximax beim Kino haben die Autos eingeparkt. Auch so also illegale Parkplätze, kennst du. Leerstehendes Grundstück, das war um die Ecke beim Oximax.
Da haben die dann ihren eigenen Parkplatz aufgemacht und haben dann die Autos eingepackt für die Leute, die zum Kino wollen. Und die standen natürlich da mit Hand offen. Und die haben das so mitbekommen, dass wir da oben im Einkaufswagen, dass ich da ein bisschen Geld verdiene. Und dann sind die zu den Zeiten, wenn ich nicht da bin, dort hingegangen und haben ja dann das aggressiv gemacht. Also ich bin da einmal etwas früh gekommen, habe ich gesehen, wie der hingegangen ist. Du hast so viel, bla bla bla, gib mir doch was ab. Also die vom Lidl haben dann gleich gesagt, das geht nicht und haben das unterbunden. Ja, nachvollziehbar Ja, das irgendwie. Schöne war halt immer, also ich fand es da echt schön, das habe ich dann so 3-4 Wochen lang machen können, bis die es mitbekommen haben und mir dann im Prinzip den Platz streitig machen und nicht den Platz streitig machen und mir das nachgemacht haben. Aber die es halt nicht höflich und nett gemacht haben, sondern gib mir Geld mäßig. Und es geht natürlich nicht. Und dann wurde es von der Geschäftsführung vom Lidl direkt Grundsätzlich unterbunden. unterbunden. Ja. Also die Chefin, also die Managerin, hat sich sogar bei mir entschuldigt. Die haben mich natürlich gekannt, was mit dem kleinen Hund. Und ich stand halt ganz nett da. Ich war höflich, habe nichts gemacht. Ich habe dann sogar von der Bäckerei ab und zu mal abends noch was zu essen bekommen, bevor es das wegschmeißen in der Richtung. Aber weißt du, wenn es einem, Klar. wenn einer Scheiße baut, müsste es allen verbieten, weil sonst könntest du nicht sagen, der darf machen, ihr dürft nicht. Und ja, das war halt traurig. Vor allem nebendran war ja direkt der McDonald's. Da bin ich immer, wenn der Lidl zugemacht hatte, noch zum McDonald's. Bin dort an die Mülltonnen rangegangen, habe ich das schon mal erwähnt. Ich glaube, weil da auch Mac Monopoly war. Und habe dann echt die ganze Mülltonne gehabt und konnte überall durchgucken. Also war die eigentlich Finger ein ganz abreißen. guter Platz. Das Ne? war ein super Platz. Ich habe da meine 10, 20 Euro verdient in 3-4 Stunden mit dem Einkaufswagen schieben. Bisschen Lebensmittel und Hundefutter und sowas geschenkt bekommen, was super, super toll ist, weil dadurch sparst du ja noch das Geld. Und danach konnte ich dann rübergehen zu McDonald's und da gab es dann immer irgendwie ein Eis oder ein Hamburger, hast du auf den Abrissdinger noch gefunden. Dann gab es dann im Prinzip noch ein Abendessen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und so habe ich ja dann den Winter rumgekriegt. Bis dann irgendwann so der März, April ging es dann wieder los mit dem Seifenblasen machen mit dem Norbert. Ja, zu der Zeit ist er auch also er ist runtergegangen. Also wir haben schon zusammengearbeitet, wenn gutes Wetter war. Und bei schlechtem Wetter habe ich halt mein Ding dort oben gemacht. Und danach hat wieder Metall gesammelt. Und er ist halt runter in die Stadt gegangen, hat sich auch entweder hingesetzt mit dem Becher und einer Brandy oder ist halt spazieren gegangen und hat halt dann Deutsche angesprochen. Entschuldigung, ich lebe hier auf der Straße. Habt ihr vielleicht ein bisschen Kleingeld für meine Brandy und für mich oder ein Käffchen? Und hat er dann so sein Geld verdient, wenn das Wetter zu schlecht war zum Arbeiten. Also ist es auch wirklich ganz unabhängig vom Wetter, wie wir auch schon angeschnitten haben, einfach die härtesten Zeiten. Zum Glück gibt es ja in Palma viele Essensstellen. Also zu der Zeit, du hast echt nicht so viel Geld verdient. Man hat ja auch immer Ausgaben für Tabak und Hundefutter und ich muss ja auch mit der zum Arzt gehen, um also Geld sparen, dann uns chippen und impfen zu lassen. Ach, das Leben ist teuer. Und wir sind halt natürlich dann zu den Essensstellen gegangen. Da konnten wir sich morgens unten direkt am Plaza España, ist ja so eine große Kirche, das ist ein Kloster im Prinzip. Und die haben morgens immer eine Essensausgabe, da kriegt man ein Bogotillo und einen Kakao oder einen Fruchtsaft oder sowas dazu und dann noch einen Nachtisch, was halt gibt, was durch Spenden ist von der Kirche. Ja, und nachmittags gibt es Essensstellen, also entweder dort oben, wo ich zuerst gewesen bin, beim Cadillada. Da ist mittags immer Essensausgabe. Da kommen natürlich erst die Heimbewohner dran und die anderen müssen Schlange stehen und dann stehst du manchmal 2-3 Stunden, bis du dann dran kommst mit Essen. Aber es ist gratis und ja, nach und nach hat sich dann auch in Palma mehrere private Essensstellen, wo man sich dann anmelden konnte. Aber da musste man doch pünktlich kommen und jedes Mal da sein. Und abends der Anche, jetzt schweife ich schon wieder aus, da gab es so viele Sachen. Also wenn man fit war und sich ein bisschen umgehört hat, hast du deine 3-4 Mahlzeiten am Tag bekommen, davon 2 Stück warm. Man musste halt durch die ganze Stadt laufen. Und einmal die Woche gab es dann auch Kleiderausgabe, da gab es auch ein paar Stellen, da musste man auch dann morgens um 3:04 Uhr da sein, bevor ja, die ganzen
sag mal, Straßenhändler, welcher Herkunft die sind, gab es ja überall her. Also die sind da echt morgens vorgefahren mit ihren VW-Bussen und ihren Mercedesen und haben halt die bei den Kleiderausgabestellen und haben die Gratiskleider abgegriffen, die sie dann nachmittags auf dem Wochenmarkt verkauft haben. Und da standen halt auch die Obdachlosen, die Bedürftigen, standen dann auch da. Und ja, wenn du da nicht morgens um 5 Uhr, 6 Uhr da standst, damit du als Erster in der Schlange bist, sondern kam es dann aufgemacht wurde um 7 Uhr, dann musstest du mindestens um 3 Uhr, also wir haben echt davor kampiert. Krass. Morgens um 3 Uhr haben wir Also uns in der mit den Schlafsäcken morgens. hingelegt, dass wir als Erste reinkommen und uns gescheite Kleider raussuchen können. Weil wenn du pünktlich kamst, im Prinzip 7 Uhr macht auf, kommst um 7 Uhr an, stehen da 50 Leute. Jeder darf sich mitnehmen, wie viel er will. Und die haben dann ihre großen Megadonna-Tüten mit. Und du siehst ganz genau, die sind alle mit dem Auto vorgefahren, oder die Hälfte von denen. Und packen sich die Tüten mit den besten Klamotten rein und gehen raus. Und dann kommst du dann irgendwann an 50. dran. Und dann hast du echt nur noch ja, den Ramsch, weißt du. Zu große, zu kleine Klamotten, weil ja, ich habe eine durchschnittliche Größe und die durchschnittliche Größe lässt sich für die am besten verkaufen. Und das war dann schon asozial in so einer Hinsicht. Das das war auch von einem Priester gewesen, der AD war, der hat es privat betrieben. Das hat ihn auch angekotzt, dass das so ist, aber die konnten ja nichts machen. Ja, kannst Der ja hat keinen das auch wegschicken. irgendwann eingestellt, weil der das nicht wollte, dass die unterstützt werden und die Bedürftigen, die kriegen dann im Prinzip nichts ab oder ja, müssen die ganze Nacht lang warten, dass sie morgens was kriegen und damit ist dann den ja Arbeitstag, wo sie dann normalerweise unten sind und am Betteln oder am Straßenkünstler bei mir mäßig machen, können sie ja nicht, weil du hast ja die Nacht durchgemacht. Damit Ganz du ein paar Klamotten unabhängig von bekommst. dem Schlafrhythmus. Ne? Ja. Aber dann gab es auch oder gibt es auch viele, die es gerade im Winter dann privat machen. Die fahren durch die Gegend und verteilen Lebensmittel und gerade im Winter auch dann Schlafsäcke, warme Klamotten. Also hier wird sehr viel gemacht für Menschen, denen es nicht so gut geht. Es sind ja nicht nur Obdachlose, die da Schlange stehen an den Essensstellen. Das sind ja auch Leute, die ja zwar ihre Arbeit haben, aber ja, Und auch eine Wohnung ja oder genau, ein Zimmer. ohne Wohnung, ja, aber 90% des Verdienstes geht für die Wohnung drauf. Das sind wir wieder bei Ja. den Mietpreisen. Absolut. Und dann musst du dir halt das Essen umsonst holen, weil du sonst keine Wohnung hast. Und ohne Wohnung kein Job. Und Ja. ohne Job keine Wohnung. Dann hockst du auch auf der Straße wieder. Ist eine Kette, ja. Deswegen musst du dir halt dann bei solchen Essensstellen, das ist auch vielen peinlich, dass sie da hingehen müssen, aber anders können sie ihr Leben nicht finanzieren. Ja, es sind jetzt auch nicht die verstecktesten Plätze, sag ich mal. Ne? Also hast ja eben auch gesagt, Plaza España oder so. Also wenn man da jetzt jemand ist, der vielleicht ganz normal tagtäglich am gesellschaftlichen Leben auch mit fixer Arbeit, wer weiß, vielleicht ja sogar in einem Supermarkt an der Kasse nachgeht, natürlich ist dem das dann unangenehm, mitten an so einem belebten Platz vielleicht anzustehen und gesehen zu werden, um Essen abzuholen. Ja. Macht vielleicht auch gar nicht immer für die Leute dann Sinn, die das gar nicht nachvollziehen können, warum das dann so ist. Aber wie du das beschrieben hast, ist Geld oder der Verdienst reicht halt ja, in vielen Fällen nicht für all das aus, für was man auch die Kosten decken muss. Ja, und so ging halt dann ja, das Frühjahr ins Land und dann dann war April, Mai rum. Ja, das Wetter wurde wieder besser. Man konnte wieder anfangen mit Seifenblasen machen. Und ja, da kommt dann eine neue Person in unser Leben. Es hat sich so ergeben, dass war Frühjahr, schönes Wetter. Ja, das Problem ist der Winter zu der Jahreszeit, aber das Wetter ist schon wieder richtig gut. Standen wir an einem wunderbaren Tag unten und haben Seifenblasen gemacht. Ich habe schön mein Radio laufen lassen auf Rock FM, Highway to Hell, die Seifenblasen fliegen. Kommt da ein Kerl angelaufen, ein langer Schlagsiger, ordentlich gekleidet, mit einer dicken Carrera-Brille auf. Hey, das ist ja voll cool. Setzt sich neben mich, streichelt unsere Hunde. Vielleicht habt ihr eine Zigarette. So, klar, dreh dir eine. Ja, und so kam er ins Gespräch. Und ja, das war der Olli. Und ja, war ein ganz schicker, netter, adretter junger Mann. Und wir haben uns gut unterhalten. Und dann kam der Uwe angelaufen.
Uwe war ja immer unterwegs bei der Kathedrale und Parc de Mar und schön durch die Stadt und hat sich mit den Leuten nett unterhalten. Und ja, kam er an, den kenne ich doch. Ja, den hat er vorher schon angesprochen. Ja, und so kam er ins Gespräch und ja, so kam er raus. Er kam gerade aus dem Knast raus. Er war unschuldig inhaftiert gewesen eine Zeit lang. Seine Unschuld wurde aber erst später bewiesen durch Zufall. Ja, spanische Gerichte sind manchmal sehr schnell und kontrollieren nicht ganz so genau. Ja, und er hat noch keine richtige Unterkunft gehabt und habe ihm vorgeschlagen, komm doch mal erstmal mit zu mir und dann kann man mich umgucken und damit du was findest. Ich war ja immer gastfreundlich. So erstmal so als Sprungbrett, weißt du, du hast einen Platz, da kannst du dich hinlegen, wir haben noch eine Couch da stehen und dann kannst du gucken, wie es weitergeht. Ja, und so kam der Oliver zu uns und ja, mit dem haben wir richtig viel Spaß gehabt, weil das war so eine coole Type, das glaubt ihr nicht. Das ist der lustige Kauz, von dem du schon erzählt lustiger hast. Kauz ist falsch ausgedrückt. Sehr interessant. Ja, für die meisten vielleicht auch gar nicht so lustig. Ich fand es ja interessant, weil er wirklich gut ist in dem, was er getan hat. Einer der besten, die ich je kennengelernt habe. Alter, das werden Geschichten. So, dann erzähle ich aber das nächste Mal weiter. Ne? Das würde jetzt dann wieder zu lang, weil, wie gesagt, eine sehr interessante Person. Das hört sich nach dem Ende des Rückblicks an. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es mit der, nicht dem lustigen Kauz, sondern mit der interessanten Persönlichkeit dann weitergeht. Und somit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn überhaupt. Ich verabschiede mich wie immer von euch. Auch hat wie immer Jens das letzte Wort. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Hasta luego. Ja, ich danke dir wie immer für deinen Besuch. War ein wunderschöner Nachmittag. Hat sehr Spaß gemacht. Heute mit eisgekühlten Sangria. Pomalunda. Pomolunder, eisgekühlt. Achso, ich habe das letzte Wort. Dazu belegtes Brot mit Schinken. Eins mit Schinken, eins mit Ei. Entschuldigung. Ja, dann sage ich euch mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss, bis dann an alle lieben Gestrandeten. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.